Dies ist die erste Strategie, mit der ich richtig viel Geld verdient habe. Und ich benutze sie immer noch bis zum heutigen Tag, meine Freunde. Ich musste sie euch zeigen. Sehen wir endlich zu. Es gibt keinen Platz für Anfänger im Handel. Wenn Sie das auch denken, werden Sie diesen Mythos gerne widerlegen. In nur 10 Minuten werden Sie lernen, welche einfachen Instrumente man einsetzen kann, damit 8 von 10 Geschäften mit Gewinn abgeschlossen werden. Ich verstehe, dass die meisten von Ihnen lernen wollen, also nehmen Sie alle Ratschläge in diesem Video ernst. Ich bin sicher, dass es hilfreich sein wird, wenn Sie wirklich Gewinn machen wollen. Also, meine lieben Freunde, sind wir bereit für eine spannende 10-minütige Stundung. Wir beginnen die heutige Handelssitzung mit $700. Ich werde über $1.500 direkt von Ihnen verdienen. Das ist mein Ziel für das heutige Video. Am Ende des Videos werden wir den gesamten Nettogewinn abheben. Also, in der Zwischenzeit schließen das erste Geschäft mit Gewinn ab. Lassen Sie uns zur Strategie kommen. Also, für den heutigen Handel fügen wir einen Indikator namens Bollinger Bands hinzu. Klicken Sie gleich auf den Link in der Beschreibung. Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie den Indikator hinzu. Jetzt ist wichtig, ihn richtig einzurichten. Wir klicken auf das Bleistiftsymbol, die Periode 20, die Abweichung ist 2. Wir klicken auf Speichern und Sie erhalten den vorbereiteten Indikator in den Grafik. So sieht der Grafik ohne den Indikator aus und so sieht sie mit dem Indikator aus. Was ist nun die Hauptstrategie des heutigen Videos? Lassen Sie uns zunächst schnell in nur 30 Sekunden anhand eines kurzen Videos lernen, was dieser Indikator ist. Und dann machen wir weiter. Sie haben soeben das Video über den Indikator Bollinger Bands gesehen. Jetzt wissen Sie, wie er funktioniert. Kommen wir nun zurück zur Strategie. Neben der Verwendung der oberen und unteren Indikatorlinien als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden wir auch nach potenziellen Kerzenmustern in der Nähe der Umkehrpunkte der Grafik Ausschau halten. Was ich damit meine. Schauen wir uns zum Beispiel das erste profitable Geschäft an. Wir sehen, dass der Markt eine Zeit lang entlang der unteren Bollinger Bands Linie gefallen ist, aber in der Grafik hat sich in der Nähe der unteren Linie ein Muster bullischer Verschlungen gebildet. Es handelt sich um ein Muster, das aus einer roten Kerze und einer grünen Kerze besteht, die die rote Kerze mit ihrem Wachstum quasi verschlingt. Normalerweise handelt es sich um ein Umkehrmuster, da es sich in der Nähe der unteren Grenze der Bollinger Bands bildet. Wir nehmen also an, dass die nächste Kerze ebenfalls grün sein wird. Daher öffnen wir ein Geschäft für einen Anstieg, nur für eine Kerze. Obwohl der Markt weiterfehlt, wird sich jetzt wahrscheinlich ein anderes Muster bilden, so dass wir ein Geschäft abschließen werden. Ich eröffne das Geschäft. Mal sehen, wie sie ausgeht. Was ist das Signal dieses Mal? Also, es ist auch sehr einfach. Wir sehen immer noch die untere Grenze des Indikators, der Markt fehlt weiter, aber hier bildet sich eine Kerze mit einem großen abwärtsgerechten Schatten. Diese Kerze kann möglicherweise eine Marktumkehr auslösen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir zusätzliche Risiken eingehen, wenn wir gegen den Trend handeln. Diese Strategie ist viel besser für Seitwärtsbewegungen geeignet. Wir werden auch heute darüber sprechen. Zumindest hoffe ich, dass sich jetzt die gleiche grüne Kerze bildet. Es spielt keine Rolle, ob sie groß oder klein ausfällt. Wichtig ist nur, dass diese Kerze höher schließt, als sie eröffnet hat. Nur eine Sekunde und wir halten ein so erstaunliches Ergebnis. Die Kerze hat sich in einer grünen Farbe gebildet und da wir eine Vorhersage für einen Anstieg gemacht haben, haben wir $368 verdient. Wir können auch die Aufmerksamkeit auf diese Kerzenmuster lenken. Hier ist auch die untere Grenze der Bollinger Bands und direkt neben dieser unteren Linie sind zwei schöne Kerzen mit abwärtsgerechten Schattenährchen.
Diese beiden Kerzen deuten auf eine Trendumkehr hin. Das heißt, der Trend hat sich von abwärts zu aufwärts verändert und wie wir sehen, beginnt der Markt nach dem Umkehrmuster nun auch zu steigen. Super. Jetzt warte ich also darauf, dass sich diese Kerze fertig bildet. Es sieht sehr nach einer Doji-Kerze aus und wir eröffnen ein Geschäft für einen erneuten Anstieg. Leute, denkt an eine wichtige Regel. Und wir eröffnen ein Geschäft für ein Kerzenmuster. Allein hat nicht viel Macht. Wir können die Marktumkehr nicht allein aufgrund einer solchen Kerze vorhersagen. Aber wenn ein solches Muster in einer wichtigen Zone erscheint, in einer Zone eine potenzielle Umkehrung, ist das ein gutes Signal für den Anstieg in ein Geschäft. Wie wir sehen, handelt es sich hier um eine horizontale Ebene, die als Unterstützung für die Grafik dient. Außerdem ist der Kurs unter den unteren Rand des Indikators gefallen. All dies sagt uns, dass der Preis in einem Ort eine Möglichkeit Marktumkehr angekommen ist und an diesem Ort ein Umkehrkerzenmuster gebildet hat. Diese Kombination von Ergebnissen deutet auf einen sehr guten Ort hin, an dem Markt ein Geschäft machen kann. Und siehe da, die nächste Kerze endet mit einem Anstieg. So, nächster Deal und ein weiterer sehr wertvoller Ratschlag für Sie. Wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, ich empfehle mit dieser Strategie genau dann zu handeln, wenn der Markt seitwärts läuft. Was ich damit meine? Wie Sie sehen können, gibt es hier eine sehr klare Widerstandsgrenze und eine Unterstützungsgrenze. Der Markt bewegt sich nicht in eine bestimmte Richtung, weder nach oben noch nach unten. Er bewegt sich innerhalb dieser Handelsspanne. Es ist am besten, Geschäfte von diesen Grenzen auszumachen. Wenn Sie während eines starken Markttrends, einer starken Trendbewegung handeln, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Ihre Gewinnquote oder Gewinnrate schlechter ist, als wenn Sie innerhalb einer Seitwärtsbewegung handeln würden. Der erste Handel verliert also, das kommt leider vor. Ich erhöhe den Betrag des Deals um $100 und wir werden nur versuchen, einen weiteren Deal zu machen, um den Verlust auszugleichen. Ich möchte nicht viel riskieren, also nur $600. Ich werde den Betrag des Deals nicht verdoppeln. Auch hier bildet sich eine Kerze mit einem abwärtsgerichteten Schatten. Außerdem geschieht dies in der Nähe der Unterstützungszone und sie tritt auch der Nähe der unteren Grenze des Indikators auf. Ich warte also darauf, dass der Markt in die normale Handelsspanne zurückkehrt. Ich glaube, dass diese Situation unseren vorherigen Verlust ausgleichen wird. Sehr gut, der Markt beginnt zu steigen. Wir haben den vorherigen Verlust gedeckt und $52 zusätzlich verdient. Wir kehren zu einem Handelsbetrag von $50 zurück und suchen nach der nächsten zu versätzlichen Situation. Also, wir eröffnen den nächsten Deal wieder $500. Diese Situation ist ganz klassisch. Der Markt ist eine Seitwärtsbewegung übergegangen, nachdem er eine Zeit lang gefallen war. Wir haben eine klare obere Grenze und eine klare untere Grenze. Neben der oberen Grenze und der oberen Linie des Bollinger Bands Indikators ist eine Kerzenmuster bärisches Verschlungen entstanden. Dabei handelt es sich um eine steigende grüne Kerze und eine fallende rote Kerze, die den gesamten vorherigen Anstieg verschlingt. Insgesamt sehen wir zwei verschiedene Kerzen der gleichen Größe, auf die eine rote Kerze folgen sollte. Die rote Kerze erschien und wir verdienen $460. So, das letzte Geschäft ist eröffnet. Auch hier ist alles sehr einfach. Es gibt eine potenzielle Zone für eine Umkehrung des Marktes und in dieser potenziellen Umkehrzone ist eine Umkehrmuster erschienen. Ja, das klingt verwirrend, aber das ist genau das, was passiert. Es gibt so etwas Ähnliches wie Verschlungen, aber die Hauptkerze ist die Doji-Kerze, die normalerweise am Ende eines Trends erscheint. Es gab einen Aufwärtstrend, jetzt würde er wahrscheinlich in einen Abwärtstrend übergehen. Es bleiben noch 17 Sekunden, bis wir das Ergebnis erfahren, aber ich denke, es ist schon klar, dass das Geschäft mit Gewinn abgeschlossen wird. Heute haben wir mehr als $2000 verdient. Lassen wir uns diesen Betrag jetzt auszahlen oder abheben. Wir klicken auf Geld abheben, schreiben den Betrag von
$2000, geben unsere Daten und eine Code aus der Handy-App oder E-Mail ein. Und in nur ein paar Stunden oder vielleicht ein paar Minuten, wenn wir Glück haben, werden wir Geld auf unserem Bankkonto bekommen. Das ist die einfache Strategie. Ich werde heute eine kostenlose Handelssitzung auf meinem Telegram-Kanal über den Link in dem angehefteten Kommentar machen. Viel Glück an alle. Danke fürs Zuschauen. Also ich warte alles dort. Tschüssi.